Hi, ich bin Katharina Butari und werde an der BIM Hamburg für euch als Vocal Tutor da sein. Ich zeige euch heute mal die Schule und wie cool die Räume sind und natürlich auch spazieren wir mal ein bisschen hier durch die Gegend, die ja euer Zuhause für euer Studium sein wird. Los, kommt mit! So, ich begrüße euch als erstes in unserem Performance-Raum hier in der BIM Hamburg. Das ist der Raum, wo ihr kreativ sein könnt und wo ihr alles übt, was analog ist. Das heißt, ihr habt hier euren Instrumental- genauso wie euren Gesangsunterricht und ihr bereitet hier die Songs vor, die ihr dann später in einem zweiten Schritt in einem der Clubs, mit denen wir hier in der BIM Hamburg zusammenarbeiten, nämlich dem Nochtspeicher oder dem Grünen Jäger, mit unseren Tutoren unter Live-Bedingungen üben werdet. Und als dritten Schritt habt ihr natürlich während eures Studiums die Möglichkeit, jederzeit in den Clubs, mit denen wir zusammenarbeiten und in anderen Clubs live aufzutreten. Okay, und als nächstes begrüße ich euch in unserem Seminarraum, in dem alle Seminare rund ums Musikbusiness genauso wie unser Musiktheorieunterricht stattfinden werden. Und vielleicht auch mal die eine oder andere der Masterclasses, für die wir bekannte Leute aus der Musikbranche einladen werden oder bekannte Musiker und Musikerinnen, die euch einen Einblick in ihre Welt geben werden. Tada! Und das hier ist unser MacLab. In diesem Raum lernt ihr alles, was ihr rund um das Programm Ableton braucht, denn die BIM Hamburg ist Hamburg zertifiziertes Ableton Trainingszentrum. Und wir haben natürlich auch die Ableton-Profis hier sitzen, die das mit euch üben, aber nicht nur hier. Denn wenn wir schon bei dem Thema Musik produzieren sind, möchte ich euch erzählen, dass wir auch noch einen Partner an Bord haben, nämlich das Clouds Hill Studio, in dem ihr in einem richtigen Studio vor Ort trainieren könnt. Während eines Trimesters an der BIM hat jeder Student und jede Studentin die Möglichkeit, jeden Tutor, egal ob das euer Lehrer ist oder nicht, für ein exklusives 1:1 Gespräch zu buchen und das Ganze findet dann in diesem Raum statt. Unter 4 Augen könnt ihr dann mit euren Tutoren alles besprechen, was euch bewegt, könnt euch Feedback holen oder aber die Zeit für exklusiven Einzelunterricht nutzen. Das war die Schule. Und jetzt zeige ich euch mal, wie cool das Viertel ist und ein paar ganz tolle Orte. Und der erste, der ist nämlich genau da drüben. Wir gehen jetzt hier gegenüber zu einem der Häuser, in dem ihr das Besondere an Hamburg seht. Es ist nämlich so, dass die Musikindustrie und coole Cafés und Clubs und alles ganz nah beieinander sind. Ach ja, hier vorne, vielleicht können wir uns kurz umdrehen. Da seht ihr auch, was noch toll ist an der Gegend hier. Die U-Bahn ist direkt neben der Tür, es sind überall Buslinien. Das heißt, egal wohin ihr in dieser Stadt gehen wollt, ihr seid sofort da und ihr braucht nicht mal ein Auto. Okay, und hier ist eins der vielen Häuser in diesem Viertel, in dem ihr sowohl eine super Gastronomie findet, das vegane Restaurant Happenpappen möchte ich euch sehr ans Herz legen, wie auch Firmen der Musikindustrie und zum Beispiel eins der bekanntesten Independent Labels Deutschland, nämlich das Grand Hotel van Cleefs und mehrere Promo-Agenturen sind hier beheimatet. Das Schanzenviertel ist einer der Orte in Deutschland, wo ihr ganz, ganz viele super coole Plattenläden findet. Und den ersten möchte ich euch gleich beim Booker um die Ecke zeigen. Das ist nämlich Zardos Records. Also für alle Vinyl-Lover, hin da, kaufen. Und jetzt kommen wir zu ein paar Gebäuden, wo das Independent-Herz der Musikindustrie, denke ich mal, zu einem großen Teil schlägt. Ihr seht hier vorne, das ist die Hanse-Platte. Erstmal ein Plattenladen, der nur Musik aus Hamburg vertreibt. Gegenüber noch ein Plattenladen. Ich habe ja gesagt, hier gibt es ganz viel für Vinyl-Liebhaber. Dahinter versteckt sind die BIM-Büros. Genau hier gegenüber ist das Knust, einer von Hamburgs großen Musikclubs. Weiter hinten findet ihr die Schlumper. Das sind Profikünstler, die wundervolle Kunst machen und riesengroße Ausstellungen. Im Sommer finden hier Open-Air-Akustikkonzerte statt oder Silent Discos mit Kopfhörern. Abends treffen sich die Leute hier und sitzen und trinken Bier. Und tagsüber arbeiten in 40 Start-up-Unternehmen, etliche von ihnen hier im Karo Star, dem Musikhaus
hier in St. Pauli arbeiten 40 Independent-Startup-Unternehmen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ihr seht, alles ist ganz nah. Klingelknopf an Klingelkopf und vielleicht abends auf dem Bier sogar direkt vor der Tür. Und hier oben ist noch was ganz Wichtiges. Da oben ist der Musikverein von Hamburg, nämlich Rock City, das Zentrum für populäre Musik. Da könnt ihr für 40 € im Jahr Mitglied werden und könnt euch beraten lassen, könnt Tourbusse mieten und ja, habt eine Interessenvertretung, die euch hier in Hamburg vertritt, damit die Musiker und Musikerinnen ganz stark in der Stadt sind. Und wenn ihr nicht nur auf so moderne, große Musikläden steht, dann möchte ich euch mal hier so einen ganz alteingesessenen Musikladen im Viertel zeigen, nämlich Musik Rotthoff. Da bekommt ihr alles, was ihr zum Musikmachen braucht und zusätzlich noch eine super Beratung. Ach ja, und die Beatles haben auch schon ihre Gitarren bei Rotthoff gekauft. In St. Pauli und im Schanzenviertel kann man nicht nur gut wohnen, lernen, frühstücken, Kaffee trinken, gehen, Leute treffen, sondern abends auch weggehen. Hier sind die ganzen Clubs und Kneipen, wo die Musiker alle hingehen. Und ein Place to be ist die Mutter hier hinter mir. Und das hier ist der Grüne Jäger, einer unserer BIM-Club-Partner in Hamburg. Die Songs, die ihr in der BIM geübt habt mit euren Tutoren, werdet ihr hier unter Live-Bedingungen mit uns Tutoren darbieten. Und das heißt, es wird genauso gecheckt, wie ihr in den Club geht, wie ihr einen Soundcheck macht, wie ihr mit den Technikern für das Licht redet und wie ihr die Songs auf der Bühne performt. Ich hoffe, euch hat dieser Rundgang durchs Viertel und durch die Schule gefallen und ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie es so in Hamburg ist. Dass alles ganz nah beieinander ist, ganz durchlässig, dass ihr hier super Kontakte zur Musikindustrie bekommen könnt, ganz einfach, dass es sich hier toll leben lässt, dass man cool abends ausgehen kann und natürlich auch fantastisch studieren kann. Ich weiß, ihr werdet es lieben, wenn ihr als Musiker, Musikerinnen oder als Profis aus der Musikbranche in Hamburg leben werdet.